So, nach dem x-ten Mal habe ich es hinbekommen mit der Begrüßung. Heute ist wieder eine Reaction da. Du zeigst mir heute was, also Sandra ist dran, mir was zu zeigen. Wir bleiben bei der bekannten Band. Eine meiner Lieblingsbands aktuell, also Falling in Reverse. Diesmal sehen wir das Lied, was mich quasi zu der Band gebracht hat, was ich als allererstes kennengelernt habe. Was dir wahrscheinlich ein bisschen besser gefallen könnte, weil du ja auch also so Hip-Hop gerne mochtest immer. Ja. Und das ist sehr in die Richtung, aber mit so einem Twist. Und kannst dich auf jeden Fall auf ein spektakuläres Video freuen. Da bin ich mal gespannt. Ja, und du wirst auch erraten, zu welcher Arbeitssituation mich das begleitet hat. Dazu später mehr. Genau. I got voices in my head again, tread carefully, and I don't medicate, it helps me temporarily. I got problems, I got issues, yeah, apparently. Trauma that I'm burying, I think I need some therapy. I battle depression, I'm back with a message. I'm asking the question that if you hate me, why you acting obsessive? I'm past the point of no return, by being passive aggressive. I'll brandish a weapon, teach all you motherfuckers a lesson. I actually battle my demons and shallows, and swimming the deep and the creep in the shallows and lost. Gotta admit that I'm living the life that I've always wanted, but it comes to the cost. They're licking the jar, they're fixing to rip me apart. I'm swimming with sharks, I'm lifting the bar, I'm lifting the end of the stars. I'm like I shot up a trainer, and mixed with some red, and I started a battle, but bitch, I'm gonna finish it. Think you can stop me, not even a little bit. Nowadays, everybody's so sensitive, picking my words when you pick it apart. Tripping on nothing, just get in the car, ripping and sticking the mark. I'm tipping the charts. I got enemies trying to get rid of me. Evil tendencies are fucking with me mentally. I got people that don't like me in the industry. I can feel your energy, you were not a friend of me. Cause I have been to places that you never wanna go, yeah. I got dirt on people, but they act like I don't know, yeah. I can do some damage, but I'll never rock the boat. All it takes is one post, with some fun like dominoes. You'll never get rid of me, too many enemies, whipping my image, ruining my history. Das ist doch von Star Wars. Stacking every little pretty penny that I'm getting, and I'm never giving in to anybody. Always winning, never kidding when I die, taking everybody with me. You're never gonna get me, cause you never see it simple. Yeah, my motherfucking God, you're a night on my time, on my wrong, it's my fault. I kill the syllables of the literal fillable. I'm a lyrical, typical super villain, I'm venomous, and I'm never gonna stop until they put me on top of the list. I can't control the monster any longer that's inside. The pain and sorrow left us solo. No tomorrow's hard to swallow. Death is calling, so I'm crawling. Tightrope walking, now I'm falling down. Like missiles falling from the sky. Come insane, stay and sorrow left us solo. Here to die, like time tomorrow. Outside is the fuel that drives this flesh and bone through blood and skies. The death-defying, hypnotizing. One day you're gonna figure out that everything they taught you was a lie. Watch the world burn. Boah, das ist gut. Boah, das erinnert mich an die Serie Mittwoch. Das sind so Verhälter macht Ja, also ich bin sehr erstaunt. Das war jetzt wieder was vollkommen anderes. Also du hast ja schon angeteasert, dass die sich immer wieder neu erfinden und Neues ausprobieren, aber das habe ich jetzt echt nicht erwartet. So, und vor allen Dingen, wo du gesagt hast, da kommt was mit Hip-Hop vor, dachte ich, die haben jetzt jemand Externes geholt, der das so übernimmt. Ja. Und nicht, dass er es selber macht. Das war ich jetzt so, wow, krass, ist so ein Multitalent. Ja. Ne? Also richtig cool.
Mir hat das total gut mit dem Beat gefallen und auch, wie das harmoniert hat später mit dem Solo wieder. Weil die bauen ja anscheinend gerne diese Solos ein. Ich finde, die gehören auch irgendwie dazu. Ne? Aber ich fand, das ging sehr deep. Und ich fand irgendwie, ich habe das Gefühl, die haben vieles auch aus Filmen und Serien genommen. Also diese eine Szene, wo ich schon meinte, ey, das ist Star Wars. Das ist auch, wenn du die Lyrics, also wenn man das erste Mal dieses Video guckt, wie gesagt, ich habe die schon 100.000 Mal gesehen, diese ganzen Videos, also seine Videos. Deswegen, du musst das öfter gucken, damit dir wirklich auch die Sachen auffallen. Und die Lyrics auch dazu hörst. Und wenn du nämlich dir diese Szene anguckst, ich habe ja Star Wars nie geguckt, aber er in diesem Part, er rappt auch, I'm about to go Darth, also Vader, und I'm about to go Disney, und dann auch irgendwie I'm gonna shut you up, I'm gonna shut you into infinity, also so eine Anspielung auf Buzz Lightyear und so. Und dazu passt dann dieses Bild halt. Ja, krass, okay. Dafür musst du das halt öfter gehört und geguckt haben, um dann diesen wahrscheinlich Zusammenhang... genauer und aufmerksamer, ne? Genau. Also mir ist es zum Beispiel jetzt mit den Nonnen sehr stark aufgefallen, die im Hintergrund waren, ist das sehr nach Conjuring aus, ne? Nach der Nonne dort, beziehungsweise nach dem Dämon dort, das was sich selber als Dämon dargestellt hat. Und das halt mit der Kirche, mit den Pfarrern, ne? Und wo der da so aufgestiegen ist und dann diese Laserstrahlen kann, das hat mich halt an die Serie, ich glaube, Good Boys heißt das. Da gibt es halt den Superheld Homelander, der hat halt auch diese Kraft, das ist voll das Arschloch. Ne? Aber der hat auch diese Superkraft. Und das hat mich total dran erinnert. Ne? Weil der halt auch meistens so dann halt in die Luft geht und dann seine Laserstrahlen, da halt seine Laseraugen da alle tötet oder so. Ja, fand ich auch ein echt gut gemachtes Video. Jetzt verstehe ich auch, was du meinst mit so, das ist so gefühlt ein eigener Blockbuster. Also ich fand jetzt auch für ein Musikvideo waren die Effekte echt gut. Ja, und das ist ja 2 Jahre alt, das Video. Ja. Und ich muss dir mal irgendwann das Neue zeigen. Also nicht das Neueste mit Marilyn Manson, sondern von dem Album das Neue. Weil da gibt es viele, die sagen direkt so, krass, da ist Dune dabei, da ist das dabei und das und das und das. Und nicht nur so, ja, okay. Ne, so, also das ist auch so der Anspruch, den die haben. Ne? Oder auch, es gibt halt den Song Ronald, was ja so sehr heavy ist tatsächlich, also wirklich Heavy Metal Richtung geht. Da haben Leute gesagt, also wirklich auch aus der Szene, also auch die wirklich selber so Special Effects und sowas machen, Chapeau. Also das ist schon viele, die hingehen und sagen, so, Hollywood, könnt ihr ihm bitte einen eigenen Film geben, der kriegt das besser hin als ihr teilweise. Da legen die sehr viel Wert drauf tatsächlich. Und er sagt auch, dass er sich viel Inspiration aus Filmen und so holt tatsächlich auch. Finde ich auch echt cool. Also was ich auf jeden Fall stärker finde, ist, man sieht auf jeden Fall, dass der Sänger immer sehr stark im Fokus ist. Ne? Aber ich finde das halt auch schwieriger, wenn die anderen im Hintergrund eher Instrumente spielen. Außer die halt immer wieder zu zeigen. Ne? Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass die Bandbesetzung schon sehr oft gewechselt hat. Ah, okay. Und jetzt zuletzt hat nämlich auch der Gitarrist, Bassist oder so wieder gewechselt. Nämlich zuletzt kurz vor deren Europa-Teil. Also die sind letztes Jahr auf große Europa-Tournee gegangen. Und jetzt spielen die mehrere Festivals in Europa und haben dazwischen noch Einzelkonzerte gegeben, wo ich zum Beispiel ja auch war. Und kurz bevor diese Europa-Teil gestartet hat, ist der Bassist oder der Gitarrist auf jeden Fall ausgestiegen, scheinbar. Oder auf jeden Fall ist nicht mehr da. Nicht mehr da. Und dann haben die nämlich noch kurzfristig jemanden anders irgendwie organisiert. Und ich dachte schon so, oh mein Gott, hoffentlich geht das gut. Ne, so. Aber ich hatte halt auch, was ich krass fand, da ist ja die zweite Strophe, wo du ja aus dem Video, wo du aus seinem Mund so rauskommst, ne? Und da habe ich schon gedacht, krass, so schnell rappen ist schon hart, ne? Also und da habe ich schon gedacht, das ist bestimmt nur Aufnahme und so, aber ich habe das live gesehen. Ich habe das live gesehen. Alter Schwede! Ja, also vielleicht, wenn ich daran denke oder es schaffe, kann ich dir die Videos mal, die Ausschnitte zukommen lassen vom Konzert. Live bombastisch. Ja, also kann ich mir vorstellen. Ich finde ja auch, heutzutage ist das gar nicht mehr so üblich, dass man ja live spielt, auch weil es manchmal auch von den Räumlichkeiten nicht hergeht, von den Soundkulissen, von dem Geldtechnischen her, das umzusetzen. Aber ich muss sagen,
tatsächlich hat mich das von der Schnelligkeit echt stark an Eminem ein bisschen erinnert. Und Eminem, sorry, das muss man einfach sagen, der Typ ist krass, wie schnell er rappen kann. Ursprünglich hat man ja gesagt, Busta Rhymes ist der schnellste Rapper der Welt, weil er konnte das echt raushauen, ne? Aber Eminem, sieht man ja bei dem Song Rap God, der rattert das ja auch einfach runter, ne? Das muss man können. Ja, und das ist nämlich, das merkst du daran, also Ronnie Radke, also der Sänger, sagt auch, Eminem war ein sehr großer Einfluss für ihn. Okay, das hätte ich nämlich jetzt auch gedacht. Genau, also, das sagt er auch immer ganz offen, dass das ein großer Einfluss für ihn war. Und das hörst du in diesen Rap-Passagen, hörst du das. Aber das fand ich, hat nämlich tatsächlich sehr stark an Eminem erinnert. Finde ich echt cool, dass der auch so bewusst so sichtbare Herleitungen macht. Weil das ist ja auch eine Hommage an die Leute dann. Das ist einfach so eine Würdigung, so eine Wertschätzung. Und finde das halt auch sehr wichtig, sowas zu zeigen. Weil ich meine, Künstler kriegen vielleicht Geschenke oder so. Aber von anderen Künstlern gesagt zu bekommen oder gezeigt zu bekommen in Videos, ey, ich weise auf dich eigentlich hin als Inspiration, ist schon, finde ich, ein sehr großes Lob. Ja. Ja, was denkt denn ihr darüber? Habt ihr noch irgendwelche andere Sachen entdeckt, die Sandra schon angesprochen hat im Video, wie zum Beispiel auch aus einem Conjuring-Film oder aus einem anderen Film? Lasst es uns wissen, gerne in die Kommentare. Gerne auch einen Daumen nach oben. Oder ein Abo. Oder Kommentare. Alles kostenfrei. Wir ziehen euch nicht ab. Diesmal nicht, versprochen. Wir wollen euch einfach nur weiter beglücken, hätte ich beinahe gesagt, aber einfach nur erfreuen mit unserer vielleicht ein bisschen chaotischen Art. Ja. Also wenn ihr Bock habt, unterstützt uns gerne. Gerne auch mal Ko-fi abchecken, falls ihr Interesse habt, uns da zu unterstützen. Da habe ich im Übrigen auch ein paar Dienstleistungen, ein bisschen Ware angeboten oder halt vielleicht der Webshop interessiert euch, wo selbstgemachte Sachen von mir als Künstlerin drin sind. Wenn ihr Lust habt, kommt gerne nochmal vorbei für die nächste Reaction von uns beiden. Bis dann. Ciao. Ciao. Hallo. 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 Willkommen zu unserem Kanal. Nochmal von mir, bitte. Okay. Hallo. Hallo. Boah, ich winke irgendwie komisch, ne? Ich weiß gar nicht, auf welcher Seite ich winke. Am besten winkst du mit der Hand. Ja, genau, das ist schlau. Okay, nochmal. 3, 2, 1.